Ist das Paket, das ihr in den Händen haltet, wirklich ein Lebensmittel? Oder ist es ein industrielles Designmeisterwerk aus billigsten Pflanzenölen, versetzt mit Rückständen von Mineralölen? Heute beenden wir das Märchen von herzgesund, bewusster Ernährung und natürlichem Alpengeschmack, das uns die Werbung erzählt, und zwar unter dem kalten Licht des Labors. Wir haben die 11 meistverkauften Margarinen Deutschlands einzeln unter die Lupe genommen. Welche Marke hat bei gleichbleibender Packungsgröße mal eben 100 Gramm Inhalt unterschlagen, die Verbraucher getäuscht und wurde zur Mogelpackung des Jahres gewählt? Wer verspricht Leichtigkeit, verkauft euch aber in Wahrheit nur teuer verpacktes Wasser? Und am wichtigsten, welche Branchenriesen sind in den aktuellsten Tests von Anfang 2024 komplett durchgefallen? Wir zeigen euch, wer wegen gefährlicher Mineralölrückstände die Note ungenügend kassiert hat und bei welchen Marken Experten klipp und klar sagen, Finger weg. Kein Geschwafel, nur die nackte Wahrheit, objektive Analysen und Testberichte. Auf Platz 11 der Liste steht ein Name, der besonders unter Veganern und denjenigen, die den Geschmack von Butter suchen, fast schon legendär ist. Alsan Bio. Doch diese Popularität reicht nicht aus, um die Marke vor den harten Fakten der Laborberichte zu retten. Laut den aktuellsten Ergebnissen von Ökotest, veröffentlicht im Januar 2024, belegt Alsan Bio den letzten Platz in der Liste. Das Urteil: ungenügend. Der Hauptgrund für dieses verheerende Testergebnis sind die inakzeptabel hohen Rückstände von Mineralölen Mosch und Moa. Experten weisen darauf hin, dass diese Stoffe durch die Maschinen in der Produktionsstraße oder durch die Verpackung in das Produkt gelangen können. Sie reichern sich im Körper an und können die Gesundheit schädigen. Fettgehalt 80%. Inhaltsstoffe: enthält biozertifiziertes Palmöl, Kokosfett und Rapsöl. Besonderheit: frei von Salz, Milchbestandteilen oder tierischen Stoffen. Es handelt sich um ein rein pflanzliches Produkt aus biologischem Anbau. Unter Verbrauchern gilt Alsan Bio als die pflanzliche Alternative, die Butter am nächsten kommt. Besonders wegen ihrer Backeigenschaften ist sie ein Favorit in deutschen Haushalten. Doch der jüngste Testbericht hat bei der treuen Fangemeinde für große Enttäuschung gesorgt. Das Image von Bio und Natürlichkeit steht in krassem Widerspruch zu den im Labor nachgewiesenen Mineralölrückständen. Während die Marke bei Geschmack und Textur die Nummer 1 sein könnte, fällt sie bei der Sicherheit und Reinheit der Inhaltsstoffe im Jahr 2024 komplett durch und landet somit auf Platz 11. Auf Platz 10 der Liste steht die Marke, die in Deutschland fast synonym mit dem Backen ist: Sanella. Seit Jahrzehnten zieht sie mit dem Slogan „Backen ist Liebe" in die Küchen ein, steht jedoch in den letzten Jahren aufgrund von Laborergebnissen und ihrer Verpackungsstrategie massiv in der Kritik. Laut den Ökotestergebnissen vom Januar 2024 enttäuschte Sanella mit der Note mangelhaft. Der Hauptgrund für dieses schlechte Abschneiden sind die im Produkt nachgewiesenen hohen Rückstände von Mineralöl. Zudem wurde die Zusammensetzung der Fettsäuren von Experten als unzureichend bewertet. Fettgehalt 70%. Inhaltsstoffe: Rapsöl, Wasser und ein hoher Anteil an Palmöl. Als Farbstoff wird Carotin verwendet, zudem sind die Vitamine A und D zugesetzt. Besonderheit: Sanella ist eigentlich vegan, bewirbt dies jedoch nicht offensiv auf der Verpackung. Da Die klassische 500-Gramm-Packung wurde ohne optische Veränderung auf 400 Gramm reduziert. Obwohl das Paket fast identisch aussieht, ist 20% weniger Inhalt drin. Für viele Verbraucher eine klare Täuschung. Zudem wird der hohe Palmölanteil von umweltbewussten Konsumenten scharf kritisiert. Auf Platz 9 finden wir einen der stärksten Namen auf dem Markt, der mit dem Motto Leichtigkeit wirbt: Letta. Bekannt für ihre moderne und dynamische Werbung, sieht sich diese Marke bei der Analyse jedoch oft der Kritik ausgesetzt, teuer verkauftes Wasser zu sein. In aktuellen Tests erreicht Letta meist nur die Note befriedigend. Die größten Kritikpunkte sind auch hier Verunreinigungen mit Mineralöl sowie die tiefe Kluft zwischen der versprochenen Natürlichkeit und den industriellen Inhaltsstoffen. Fettgehalt nur 28%. Damit ist Letta eigentlich keine Margarine im klassischen Sinne, sondern fällt in die Kategorie der fettreduzierten Streichfette.
Inhaltsstoffe. Ganz oben auf der Zutatenliste steht Wasser. Erst danach folgen Raps- und Palmöl. Um die Konsistenz zu halten, werden modifizierte Stärke, in einigen Versionen Gelatine oder andere Verdickungsmittel verwendet. Wichtiger Hinweis: Aufgrund des extrem hohen Wasseranteils ist Letter absolut nicht zum Braten oder Backen geeignet. Es spritzt in der Pfanne und die Struktur zerfällt bei Hitze. Auch Letter gehörte zu den Kandidaten für die Mogelpackung des Jahres. Die Reduzierung der Füllmenge von 500 Gramm auf 400 Gramm verschwand fast unsichtbar hinter der modernen und schicken Verpackungsstrategie. In Nutzerkommentaren wird vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis kritisiert. Verbraucher bezeichnen es als Marketing-Trick, für ein Produkt, das zu mehr als der Hälfte aus Wasser besteht, einen so hohen Preis zu verlangen. Platz 8: Rama, der unbestrittene Gigant auf dem deutschen Margarinemarkt. Ein Name, der in fast jeder deutschen Küche zu finden ist. Doch statt das Vertrauen der Kunden zu stärken, sorgt dieser Branchenriese in den letzten Jahren eher mit Vorwürfen der Listenreichheit für Schlagzeilen. In den Ökotestergebnissen vom Januar 2024 erhielt Rama die Note befriedigend. Trotz der Marktführerschaft wurden im Labor Mineralölrückstände Mosch und Moa nachgewiesen, was der Marke Minuspunkte einbrachte. Die Analysen zeigen, dass die Qualität der Inhaltsstoffe lediglich auf einem durchschnittlichen Niveau verharrt. Fettgehalt 60%. Inhaltsstoffe: Rapsöl, Wasser, pflanzliche Fette, Buttermilch, Emulgator, Lecithin und Vitamine. Wichtiger Hinweis: Viele Verbraucher halten Rama für rein pflanzlich. Doch aufgrund der enthaltenen Buttermilch ist Rama nicht vegan. Ihren typischen Geschmack verdankt sie genau diesen tierischen Bestandteilen. Rama wurde von der Verbraucherzentrale Hamburg zur Mogelpackung des Jahres 2022 gekürt. Das Unternehmen behielt die Größe der 500-Gramm-Dose exakt bei, reduzierte den Inhalt aber auf 400 Gramm. Seit diesem Vorfall sind die Kundenmeinungen gespalten. Viele treue Käufer fühlen sich für dumm verkauft und äußerten in Kommentaren offen ihren Boykott gegen die Marke. Auf Platz 7 steht Bezzel, eine Marke, die sich durch ihr Image von gesunder Lebensweise und Herzfreundlichkeit eine ganz eigene Zielgruppe erschlossen hat. Doch bei Bezel ist nicht alles so unschuldig, wie es scheint. In aktuellen Tests landet Bezel meist im Mittelfeld mit der Note befriedigend. Zwar werden die Nährwerte und das Gleichgewicht der Fettsäuren oft gelobt, doch wie viele ihrer Konkurrenten hat auch Bezel das Problem der Mineralölverunreinigung nicht vollständig im Griff. Fettgehalt etwa 45%. Inhaltsstoffe: Sonnenblumenöl, Wasser, Rapsöl und Leinöl. Besonderheit: Sie ist eine der reichhaltigsten Marken auf dem Markt in Bezug auf Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Zudem wird versucht, den Anteil an Palmöl auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders die Pro-Aktiv-Serie von Bezel sorgte europaweit für große Kontroversen. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisierte die Marke scharf und bewertete die Vermarktung der cholesterinsenkenden Wirkung als unzulässiges Heilversprechen. Die Frage, müssen gesunde Menschen dieses Produkt überhaupt konsumieren, überschattet seit Jahren das Image von Bezel. In Nutzerkommentaren wird am häufigsten die Preispolitik kritisiert. Viele Verbraucher finden, dass Bezel sein Gesundheitsversprechen nutzt, um deutlich höhere Preise als die Konkurrenz zu verlangen. Wir sind bei Platz 6 der Liste. Hier finden wir die Eigenmarke von Rewe, einer der größten Supermarktketten Deutschlands, Ja. Dieses Produkt, das man meist im untersten Regal bei den günstigsten Artikeln findet, steht für die Formel Standardleistung für wenig Geld. Laut den Ökotestergebnissen vom Januar 2024 erhielt die Ja-Margarine die Note befriedigend. Interessant dabei ist, Eigenmarken wie Ja schneiden in Bezug auf die Reinheit der Inhaltsstoffe oft sogar besser ab als Schwergewichte wie Rama oder Sanella. Dennoch wurden auch in diesem Produkt Spuren von Mineralölrückständen nachgewiesen. Trotzdem bewerten Experten das Preis-Leistungs-Verhältnis als akzeptabel. Fettgehalt 80%. Inhaltsstoffe: Rapsöl, Wasser, pflanzliche Fette. Salz 0, 0,3% und Emulgatoren. Besonderheit: Sie hat eine sehr schlichte und ehrliche Zutatenliste. Keine komplexen Aromen oder teuren Marketingversprechen.
Sie erfüllt schlichtweg den Grundbedarf an Margarine. Für viele Verbraucher gilt die Marke Ja als sicherer Hafen. Sie ist der Favorit derjenigen deutschen Konsumenten, die sagen, ich möchte nicht für Werbung bezahlen. Statt durch Skandale glänzt sie dadurch, dass sie stets den gleichen Standard hält. Der einzige Kritikpunkt in Nutzerbewertungen ist der Geschmack. Dieser wird oft als charakterlos und sehr neutral beschrieben. Auf Platz 5 finden wir einen der größten Verkaufsschlager in deutschen Supermärkten: Kerrygold Extra. Viele greifen im Kühlregal instinktiv zu diesem Becher, weil sie den Namen Kerrygold mit reiner irischer Weidemilchbutter assoziieren. Aber Vorsicht! Kerrygold Extra ist keine reine Butter, sondern ein Mischfett. In aktuellen Qualitätsprüfungen landet das Produkt meist im Mittelfeld mit der Note befriedigend. Der Hauptkritikpunkt der Experten: Für ein Produkt, das so stark mit dem Image von Natur und Weidebutter wirbt, ist der Anteil an industriell verarbeitetem Rapsöl und Wasser sehr hoch. Zudem wurden in Laboranalysen auch hier Mineralölrückstände MOSH nachgewiesen, was in Kombination mit dem stolzen Premiumpreis zu deutlichen Punktabzügen führte. Fettgehalt ca. 63%. Inhaltsstoffe: Besteht etwa zu 60% aus Butter, der Rest ist Wasser und Rapsöl. Besonderheit: Durch das beigemischte Öl ist es direkt aus dem Kühlschrank streichzart. Ein Komfort, den viele Kunden schätzen. Das Fazit der Beobachtung: Bei Kerrygold Extra zahlt ihr einen hohen Preis für den Markennamen und die Bequemlichkeit. Wer jedoch ein absolut reines Laborergebnis oder eine rein pflanzliche Alternative sucht, wird hier enttäuscht. Es ist ein Kompromissprodukt, das im Test nicht sauberer abschneidet als viele deutlich günstigere Margarinen. Auf Platz 4 steht Bellasan, die Eigenmarke des deutschen Discounterkönigs Aldi. Bellasan gilt als das Preis-Leistungsmonster in der Welt der Margarine und schielt bereits auf die obersten Plätze unserer Liste. In den Berichten von Organisationen wie Stiftung Warentest und Ökotest zeigt Bellasan seit Jahren eine überraschend konstante Leistung. Meist schneidet sie mit der Note gut oder einem hohen befriedigend ab. Dass die Balance der Fettsäuren stimmt und das Risiko von Mineralölverunreinigungen im Vergleich zu den großen Marken deutlich geringer ausfällt, bringt sie auf Platz 4 unserer Liste. Fettgehalt 80%. Inhaltsstoffe 100% pflanzlich. Rapsöl ist die Hauptkomponente, für die Konsistenz werden Palm- und Kokosfett verwendet. Besonderheit: Aldi hat sich in den letzten Jahren dazu verpflichtet, bei der Bellasan-Serie stärker als die Konkurrenz auf nachhaltig zertifiziertes Palmöl zu achten. Der am häufigsten fallende Kommentar zu Bellasan lautet: Warum sollte ich für andere Marken mehr bezahlen? Die Marke ist frei von großen Skandalen. Im Gegenteil. In Jahren, in denen sie zum Testsieger gekürt wurde, war sie oft in kürzester Zeit ausverkauft. Die Verbraucher schätzen weniger ein butterähnliches Aroma, sondern sind vor allem mit der Leistung beim Kochen und Backen äußerst zufrieden. Auf Platz 3 steht die berühmte gelbe Marke von Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka. Gut und günstig. Obwohl sie oft nur als Billigmarke wahrgenommen wird, beweisen die Laborergebnisse, dass dieses Produkt deutlich sauberer ist als viele seiner Premium-Konkurrenten. Laut den Ökotestergebnissen vom Januar 2024 hat Gut und Günstig viele Branchenriesen hinter sich gelassen und sich einen der vorderen Plätze gesichert. Der größte Erfolg der Marke liegt darin, die extrem hohen Mineralölrückstände, die bei der Konkurrenz oft auftreten, auf einem deutlich moderateren Niveau zu halten. Die Qualität der Inhaltsstoffe im Verhältnis zum Preis wird von unabhängigen Prüfinstituten als erfolgreich eingestuft. Fettgehalt 80%. Inhaltsstoffe: Rapsöl 52%, Wasser, pflanzliche Fette, Salz 0,3%, Emulgator, Lecithin und Vitamine. Besonderheit: Die Rezeptur ist extrem schlicht gehalten. Sie verzichtet auf unnötige Geschmacksverstärker oder irreführende Zusätze wie Butteraroma. Verbraucher loben immer wieder, dass die Margarine sowohl beim Braten als auch beim Backen eine Performance abliefert, die fast an Butter heranreicht, ohne dabei an Struktur zu verlieren. Für deutsche Konsumenten ist sie der Inbegriff eines unauffälligen, aber ehrlichen Küchenhelfers. Erinnert ihr euch?
Auf Platz 2 sehen wir einen Namen, der in den letzten Jahren den größten Aufstieg hingelegt und im Margarinesektor eine Revolution der sauberen Inhaltsstoffe eingeleitet hat. Delhi Reform. In aktuellen Berichten belegt Delhi Reform in puncto Reinheit und Nährwert konsequent die obersten Plätze. Besonders die Daten vom November 2025 untermauern die Glaubwürdigkeit der Marke. Sie wurde von den Verbrauchern zum Produkt des Jahres 2026 gewählt und sicherte sich damit die Silbermedaille in unserem Ranking. Labore loben vor allem den Erfolg von Delhi Reform, gesättigte Fettsäuren auf ein Minimum zu reduzieren. Fettgehalt zwischen 60% und 70%. Besonderheit: palmölfrei. Dies ist der wichtigste Faktor für die Platzierung auf Nummer 2. Um Festigkeit zu erreichen, verzichtet die Marke auf billiges Palmöl und setzt stattdessen auf hochwertigere Shea Butter und Kokosfett. Für ein Produkt, das zu mehr als der Hälfte aus Wasser besteht, einen so hohen Preis zu verlangen, könnte man als geschickte Marketingstrategie bezeichnen. Inhaltsstoffe: Rapsöl, Wasser, Shea Butter, Salz und Vitamine. Delhi Reform ist zur ersten Wahl für deutsche Verbraucher geworden, die sowohl umweltbewusst sind als auch auf ihre Gesundheit achten. Nutzer betonen immer wieder, dass Streichfähigkeit und Geschmack trotz des Verzichts auf Palmöl hervorragend sind. Da die Marke ihren Fokus auf Gesundheit mit wissenschaftlichen Daten untermauert, wird sie, im Gegensatz zu Marken wie Bezel, als ein unverfälschtes Lebensmittel wahrgenommen. Bevor wir nun zur absoluten Nummer 1 kommen, dem einzigen Produkt, das in Sachen Reinheit wirklich alle anderen in den Schatten stellt: Wer ist euer persönlicher Favorit? Schreibt es mir jetzt unten in die Kommentare. Und wenn euch diese knallharten Analysen gefallen, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal unter Beobachtung und aktiviert die Glocke, damit ihr keine unserer künftigen Lebensmittelrecherchen mehr verpasst. Euer Support hilft uns, weiterhin unabhängig und ohne Sponsoren die nackte Wahrheit ans Licht zu bringen. Und nun kommen wir zur Spitze unserer Liste. Es gibt nur einen Namen in den deutschen Regalen, der die Konkurrenz sowohl in puncto Reinheit der Inhaltsstoffe als auch in der Laborleistung weit hinter sich lässt: Alnatura. Laut dem aktuellsten Ökotestbericht, veröffentlicht im Januar 2024, war Alnatura unter 18 getesteten Margarinemarken die einzige, die die Note gut erhalten hat. Während fast alle anderen Marken aufgrund von Mineralölrückständen oder Inhaltsmängeln Punkte verloren, bewies Alnatura als eines der wenigen Produkte im Labor absolute Reinheit. Auch im Jahr 2026 verteidigt die Marke ihren Thron als vertrauenswürdigster Name auf dem Markt. Fettgehalt 60%. Inhaltsstoffe: Rapsöl, Wasser, Kokosfett, Kakaobutter und Walnussöl. Besonderheit: vollständig biozertifiziert. Die Rezeptur verzichtet komplett auf synthetische Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsmittel. Durch den Zusatz von Walnussöl wird sie sowohl geschmacklich als auch nährwerttechnisch aufgewertet. Einen Skandalordner gibt es bei Alnatura nicht. Im Gegenteil, die Marke ist bekannt für das Prinzip ehrliche Lebensmittel. In Nutzerbewertungen werden vor allem der natürliche Duft und das saubere Mundgefühl gelobt. Der einzige Kritikpunkt ist die Verfügbarkeit. Sie ist meist nur in Alnatura-Märkten oder gut sortierten Bio-Abteilungen zu finden, sowie der höhere Preis im Vergleich zu Eigenmarken. Doch wenn es um die Sicherheit der Inhaltsstoffe geht, ist Alnatura heute das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Wie ihr seht, verbirgt sich nicht hinter jeder bunten Verpackung auch ein sauberer Inhalt. Wenn diese Informationen euch eine neue Perspektive auf eure Einkaufsgewohnheiten eröffnet haben, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um über weitere objektive Analysen auf dem Laufenden zu bleiben. Für noch detailliertere Analysen und aktuelle Updates zu verschiedenen Marken könnt ihr auch unsere anderen Videos auf dem Kanal besuchen. Schreibt uns in die Kommentare, welche Fragen ihr habt oder welche Produktgruppe wir als nächstes unter die Lupe nehmen sollen. Wir sehen uns bei der nächsten Recherche, wenn wir wieder den Fakten auf den Grund gehen. Bis bald und auf Wiedersehen.